Kennst du das? In Videointerviews, die du aufgenommen hast, passt irgendwas nicht so richtig. Irgendwie wirkt das Ganze unprofessionell und nicht rund? Oder planst du vielleicht gerade dein erstes Videointerview zu drehen und willst dabei die häufigsten Fehler direkt vermeiden? Dann ist dieses Video genau für dich gemacht. Ich zeige dir die 5 häufigsten Fehler und wie du sie einfach vermeiden kannst. Herzlich willkommen bei Mindnapped, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Interviews sind in Videos super flexibel einsetzbar. Aber sie lassen sich oft nicht leicht wiederholen und es kann bei der Aufnahme so manches daneben gehen. Damit deine Aufnahmen professionell wirken und wirklich deine Ziele erreichen, zeige ich dir jetzt die 5 häufigsten Fehler bei Interviews und ihre Lösung. Schlechter Ton ist der absolute Klassiker und der häufigste Grund, warum Leute bei Videos abschalten. Guter Ton ist wichtiger als ein perfektes Bild. Rauschen, Hall, zu leise Abmischung, das alles geht gar nicht, wenn du professionell wirken willst. Interne Mikros von Kameras oder Laptops reichen deshalb meistens nicht aus. Was du bei der Aufnahme tun kannst? Verwende ein externes Mikrofon. Ein Ansteckmikro, auch Lav-Mic genannt, oder ein Richtmikrofon machen einen riesigen Unterschied. Auch gute USB-Mikros sind für viele Situationen eine Option. Ganz wichtig, mach dir vorher einen Soundcheck mit guten Kopfhörern und sorg für eine möglichst ruhige Aufnahmesituation. Auch im Schnitt kannst du am Ton meistens noch einiges machen. Schau gerne mal in unser Video zur Tonmischung in Premiere Pro rein, wenn du mehr über das Thema erfahren willst. Im Dunkeln sitzen, harte Schatten im Gesicht oder das Fenster im Rücken, das alles wirkt unprofessionell und erschwert es deinem Publikum inhaltlich zu folgen, weil man die Mimik kaum erkennt. Die Lösung dafür? Licht von vorne. Nutze Tageslicht. Positionier dazu deinen Interviewpartner mit dem Gesicht zum Fenster oder zur Sonne oder mit einer Lampe von vorne. Weiches Licht ist ideal, zum Beispiel mit Softboxen, LED-Panels mit Diffusor oder einem Ringlicht. Was du vermeiden solltest, ist Licht von oben oder starkes Gegenlicht. Und auch zum Thema Beleuchtung für Interviews haben wir ein Video veröffentlicht. Den Link dazu packe ich dir in die Videobeschreibung oder du guckst mal hier oben rein. Ein wackeliges Bild nervt und sieht amateurhaft aus. Genauso wichtig ist aber der Bildausschnitt. Zu viel Platz über dem Kopf, das Kinn abgeschnitten oder die Person komisch am Rand positioniert, das alles wirkt unruhig und lenkt ab. Stabile Bilder erreichst du am einfachsten mit einem Stativ. Alternativ kannst du auch mit einer Schulterkamera oder einem Gimbal arbeiten. Achte dabei aber auf einen stabilen Stand und vermeide es, die Kamera unmotiviert zu bewegen. Positioniere die Kamera auf Augenhöhe der Person oder leicht darunter. Auch das trägt zu einem professionellen Look bei. Was den Bildausschnitt angeht, solltest du auf das Framing achten. Etwas Headroom, also Platz im Bild über dem Kopf und die richtige Blickrichtung, sodass die Person aus dem Bild schaut, wirkt Wunder. Der Hintergrund spricht immer mit. Durcheinander, ein unpassendes Motiv oder zu viel visuelle Unruhe lenken vom Gesagten ab und können dadurch unprofessionell wirken. Wähle deshalb bewusst einen ruhigen, aufgeräumten Hintergrund, am besten einen, der etwas mit dem Thema deines Interviews zu tun hat, ohne zu unruhig zu sein. Was immer geht, eine neutrale Wand, ein Bücherregal, eine Pflanze. Weniger ist dabei mehr. Achte darauf, dass nichts direkt hinter dem Kopf herauswächst und wenn möglich, sorgt durch eine offene Blende für einen leicht unscharfen Hintergrund, um den Fokus noch mehr auf die sprechende Person zu legen. Auch wenn die Technik stimmt, ein Interview ohne klaren inhaltlichen Fokus und gute Führung wirkt schnell planlos und liefert nicht die gewünschten Ergebnisse. Deine Vorbereitung ist deshalb entscheidend. Definiere also das Ziel des Videos und die Kernbotschaften des Interviews im Vorhinein. Bereite offene Fragen vor, die zu den richtigen Antworten führen. Tipps dazu findest du in unserem Video zum Thema Interviewführung. Den Link dazu in der Beschreibung. Wenn du diese 5 Punkte beachtest, werden deine Aufnahmen sofort besser wirken und deine Botschaften klarer ankommen. Was sind deine Erfahrungen? Hast du noch andere Tipps? Schreib's uns in die Kommentare. Vielleicht interessiert dich als nächstes, wie du die richtigen Fragen für ein spannendes Interview stellst. Dann schau mal in unser Video zur Interviewführung rein, von dem ich gerade schon erzählt hatte. Auch Profis werden hier das eine oder andere noch lernen können. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindnapped. Mit Videos mehr erreichen.